Markus, so sieht man dich in Stockholm, ha? Hast dich verlaufen oder was? Um 10 bis 12 haben wir 90 Minuten Session und dann Pads und am Abend dann wieder Training. Machaev haltet die Pads, Coach Machaev. Darko hat eine sehr harte letzte Woche hinter sich mit 2 Physicals, zweimal sagen wir, 40 Minuten rauf, runter ist der erst gelaufen, dann hat er noch einmal gemacht die Sprints, also 5-mal Cardio oder? Das war ein Wahnsinn. Wir sparen ja hauptsächlich jeden Tag. 10 Runden Sparring ist am Tag immer dabei, 100 Runden die Woche. Für mich ist schon anstrengend vom Zuhören. Echt super zum Vorbereiten. I'm a man, I'm a man. Das ist dieser Abi Meshidov, der im Bellator kämpft. Genau der. Beste Weg, die Woche zu beginnen. Ringen um 8 Uhr am Montag, super. Ringen, Sparring und danach am Abend Thai-Box-Sparring. Beste Leben. Damit man reinkommt in die Woche. 3-mal am Tag Sparring. Hier bricht man einfach mental. Am Anfang, wenn man herkommt, egal von welchem Gym man ist, man bricht einfach mental. Ich wollte weinen, wirklich. 2-mal habe ich fast geheult beim Training. 2-mal habe ich echt fast geheult, weil du diese Belastung nicht gewohnt bist. Die haben erzählt, da waren Brasilianer. Die Brasilianer haben nach ein paar Tagen alle Fieber bekommen und waren alle im Zimmer mit Fieber, Schüttelfrost. Das ist echt hart, das Training. Jetzt habe ich dich immer nur weinen gesehen beim Essen. Ja, jetzt weine ich vor Training. Wenn das Training um 9 ist, stehen wir um 7 auf, halb 7, 7. Das Herz des Trainings ist meistens immer in der Früh. Ja, wieder 10 Runden Sparring oder Sprints oder Drills und dann Sparring. Sparring ist immer dabei. Du musst früher aufstehen, wenn du deine Wäsche aufhängst. Wenn du deine Wäsche in der Nacht wäschst, hängst du sie hier im Gym überall auf, weißt du, beim Cage und so. Und in der Früh um 7, bevor die ersten Kunden kommen, müssen die Sachen schon weg hier sein. Ja? Das heißt, ja, dann ist der Kampf, wer wäscht als erster und hängt auf, weißt du. Also wir erfahren immer einen Tag vorher, was für ein Training am nächsten Tag ist. Ja, das ist dann für die Wettkämpfer spezifisch, für die, die nicht kämpfen, anders. Manchmal kann es auch sein, dass wir 2-mal trainieren, es kommt immer darauf an, wie gesagt. Und dann gehen wir nochmal was essen, dann sind wir alle hier im Gym, ist ein bisschen wie eine Schullandwoche hier am Abend. Ja. Und dann schlafen, wichtig ist Schlaf. Ja, also da kann man nicht lange herumblödeln, weil der Schlaf ist urwichtig. Ja, weil das nächste Training ist wieder urhart, also das geht nicht. Den Uppercut nimmst du an, aber wenn du einen Uppercut... Yeah. Seal the servants in the head or in the hand. Buy yourself while you can. Why yourself? All the mob bands wax old like the garment. My advice to the harlot: take what you can. Only for a season to be delivered up like a lamb into the feast until we need him. Jesus watches the nations move. Step by step, the quake will make the nations move. Same fate looking to invade a nation soon. Sweet smelling words to encase a fragrant tune. Faced with the option that you either break or be rude, or resort to the evil that you attempted to remove.
sollte das verboten sein, Jiu-Jitsu im Ringen. Super Talent. Alex kann es ein bisschen härter werfen. Gesagt, getan. Hier, welcome to the jungle. Hier schlafen die anderen Jungs. Ja, das heißt, hier haben wir ein Bett, zwei Betten, drei Betten. Hinten haben wir noch zwei Betten. Ja. Und das ist Sparta Life. So nennen wir das hier. Sparta Life. Ich war jetzt nur einmal in der Stadt spazieren jetzt seit dem Camp. Weil wir sind einfach so müde. Einfach so müde vom Training, dass du eigentlich nur isst, schläfst und zum nächsten Training gehst. Hier hat Chimay 4 Jahre gewohnt. Ja. Jetzt schläft der Bilal hier. Das ist eine schöne Stadt. Es ist zwar kalt hier, aber wenigstens ist es durchgehend kalt, weißt du, und wieder warm. Nicht wie bei uns in Wien 30 und dann 10, 30, 10, 30, 10, 10, 40. Hier ist mein Zimmer. Und wir haben es ein bisschen aufgeräumt, wie es ausgeschaut hat. Hier schlafe ich, hier schlaft der Olympia-Wrestler Giorgio. Wir teilen uns eine Decke. Da sind wir noch ein bisschen arm, aber wir teilen uns die Decke. Ja. In der Nacht kämpft man meistens darum, wer mehr hat. Ja, hier habe ich alle meine Sachen und ja. Schau sagen, Alter. Was ist das? Das ist eine Laterne, Dago. Nein, Mann. Davor war es wirklich ein Dschungel. Und Giorgio hat hier aufgeräumt, Alter. Das ist unser Beast, das ist unser Olympia-Wrestler. High-Level-Wrestler. Erinnert dich das an was? Ja, ans Kotzen, Scheißen, mentale Brechen. Das hier nennen die hier in All-Stars das Suicide Hill. Okay? Hier haben wir das Training 40 Minuten, aber 40 Minuten Sprint rauf, die Stiegen und wieder runter. Ich schaue, er steht in der Nacht auf und er zieht sich an. Ich denke mal, warum zieht er sich an, weißt du? Auf einmal, ich schaue irgendwann rüber, ich schaue, der Typ schläft in Jogginghose und Pullover, so ohne Decke. Ich denke mir, hast du keine Decke? Er sagt, nein. Ich so, komm, ich gebe dir meine Decke rüber. Weißt du, jetzt in der Nacht, wir machen Sparring, wer mehr Decke hat, jeden Morgen reißt ab, weißt du? Das ist nicht nur eine Session, das machen wir meistens nach einer 90-Minuten-Session oder nach einem Sparring. Kommen wir hier, er stellt den Timer auf 40 Minuten, unser Head Coach. Und dann geht es 40 Minuten hier Stiegen, Sprint und wieder runter. Nicht runtergehen, runterlaufen. Wir haben hier sicher 8 Plätze und wo die Kämpfer international herkommen können und gratis schlafen können. Davor wird das natürlich überprüft, ob es einen Sinn macht, dass du herkommst und mit dem Team trainierst. Die Leute beißen durch und machen es, sterben dabei. Wirklich, das ist echt hart. Geh mal weg von der Stiege, ich will hier nicht sein. Ich will hier nicht sein, geh mal. Aber ansonsten schläfst du hier, musst du auch die Regeln befolgen. Ja? Ist so. Deswegen. Schau, Dago. Irgendwann wird es so eine Statue von dir in Wien geben. Ja. Die Nota kriegen. Man kann sich auch aussuchen, im Hotel zu schlafen oder nicht, aber ich finde, wenn du hier schläfst, du lernst die Leute besser kennen, du kommst schneller in das Team rein, ja, und außerdem ist es ein Erlebnis. Wie sagt Selim, Sparta Life. Sparta Life, brother. Sparta Life. Ja. Das erste Mal, dass wir dich sehen nach dem Kampf eigentlich, ne? Ja, aber ich war schon öfter hier. Wie bist du gegangen die letzten Wochen? Blendend. Stress hoch 10. Normalerweise tut man sich immer nach dem Kampf eine Woche, liege ich immer zu Hause und schlafe und fress. Ich habe jetzt Hochzeit gehabt, der erste Geburtstag von meinem Sohn. Das musste alles geplant werden. Ich muss jetzt ein Geld eintreiben. Nebenjob, neben UFC-Kämpfer, Geldeintreiber. Doch, ich zahle für dich mit. Wieso filmst du heute schon wieder hier, Markus? So, ihr kämpft alle wieder endlich. Das heißt endlich. Ja, jetzt war lange so Kampfpause ein bisschen. Ja, aber wir hatten keine Lust, es war einfach so eine Phase. Ohne besonderen Grund.
war jetzt also, ich kann es auch nicht sagen, ich bin einfach aufgewacht und habe gedacht, nein, ich habe jetzt keinen Bock zu kämpfen. Wir waren einfach 3 Monate zu Hause, einfach so alle. Ja, voll. Jetzt ist es 10 Runden MMA-Sparring. 10 Minuten? 10 Runden. Warte, geh mal Hallo sagen, komm. So. Guten Morgen. Wie geht's dir? Gut. Come on guys, change, back. Back. Come on guys! Come on! Oi, Hamza, good power. Letztes Sparring. Ich muss sagen, es war gut, ich habe mich gut gefühlt. Ein bisschen müde schon, was man spürt langsam den Weightcut und die Woche war echt hart. Hamza, der Alpha Wolf here in the house. He's the real beast. Please don't say this in front of me. I'm joking. But wait, Hamza, Nein, Bilal! Komm on! Bilal, schossen, Bilal! Hey! Wie geht's, Bruder? Wie geht's, Bruder? He's this a This guy's monster. real machine. Soon he's gonna smash one guy and come back to All-Stars and smash one more. Er ist eine Legende. Er ist die Urlegende, Alter. Ohne ihn, das Haus hier ist tot, Alter. Super. Yeah, man, that's me. Ich weiß nicht, von wo dieser Typ immer die Power nimmt und die Ausdauer. Und dann schreit er so, er schreit so verrückt. Ich denke mir, von wo hat er die Luft? Wahnsinn, der Typ. Ja, er ist noch immer nicht müde, er prügelt sich noch Er immer. prügelt sich noch weiter. Die Runden sind um und er prügelt sich. Gute Performance von Blachowicz.
aber ich finde nichts Besonderes. Also, ich glaube, er hat wie immer gekämpft. Er kämpft wie immer. Dieses nach Vorstürmen mit 3, 4, 5 Schlägen ist zwar gut, aber Reyes hat einen scheiß Job gemacht. Doppeldeckung und dann wegdrehen und so. Entweder geht der Schlag durch oder du weichst hinaus oder du machst den Footwork. Und wie er immer gesagt hat in seinen Interviews, er ist der athletischste, er hat das beste Footwork, man hat es gesehen. Der athletischste in der Division, das bin ich. Gut von Blachowicz. Ich denke, der Gewinner von Glover und Thiago wird um den Titel kämpfen und danach komme ich. Also es ist nur eine Frage der Zeit, wann es so sein wird. Und ich glaube, bis der Gürtel zu mir kommt, wird er wandern. Also die Blachowicz, keine Frage. Sehr guter Champion, sehr guter Mann. Wie viel Zeit noch? 2 Wochen? Ne? 12 Tage. Haben genug Zeit noch. 1 Woche reicht. Wo kämpfst du, Abi? Bellator, Paris. Oh. Endlich. Die ersten 2 Kämpfe aus Österreich im Bellator. Ne? Ich denke sogar erster von Tschetschenien. Wirklich? Ja. Wir kennen niemanden von Bellator aus Tschetschenien. War auch von Österreich. Ja, wird doch Zeit. Ultimate Janitor Championship. UFC Putzkommando. Alexander Rakic. Es gibt Menschen, die bezahlen dafür, dass Leute nackt putzen kommen. Das sexiest Putzfrau. Plus die gefährlichsten in ganz Wien. And you need to recover now. A little bit. So one training a day. Yeah, one training a day. One training a day. You don't need any more now. Sprints, Mondays, Now all the hard work is done. Now you're just going to keep fast. You're going to be sharp. All the hard training is done now. Okay? Happy birthday to you! Happy birthday Das ganze Team besteht aus super Leuten, die sind so lustig. Weißt du, ich fühle mich hier wirklich, das ist wie meine zweite Familie hier. Machaev ist sowieso überall, wo ich bin. Er ist überall dabei. Weißt du, der coacht mich, pusht mich, egal wo. Da gibt es den Abdurrahman, der ist so lustig. Und der Abdurrahman ist ein Profitänzer. Es gibt da, muss ich sagen, es gibt dann noch einen, den Ihsan. Ja, der kann jetzt leider nicht trainieren, der hat hier einen Cut. Er hat hier ein Knie bekommen und da ist so viel Blut gespritzt wie eine Fontana. Weißt du? Die zwei, die machen immer Dance Battles. Ja. Dann haben wir den Baisangur. Ja, aber der Typ ist so lustig und so ein lieber Kerl. Man kann dem Typen einfach nicht böse sein. Dann haben wir den Bilal. Der Bilal ist unser Schildkrötenpanzer. Der Typ hat so viel Kraft, er ist so ein Orga-Ringer. Jabba aus Dagestan. Ja. Mit ihm zu sparen ist so unangenehm. Ich hasse es, mit ihm zu sparen, aber er ist so ein cooler Kerl. Dann haben wir den Guram. Guram ist einer der sympathischsten Jungs hier. Und ich glaube auch einer der besten. Der ist, glaube ich, bald wie möglich wird er sicher bei UFC Fight Island dabei sein. Den Hüseyin haben wir hier. Der Typ trainiert im UFD-Gym mit Lom Ali Ashkev und so. Und der kämpft jetzt auch wieder bald. Ist auch eine harte Sau, ein sehr starker Boxer und Ringer. Dann haben wir den Giorgio. Ich glaube, er ist 20 Jahre alt und er ringt seitdem er 5 ist. Brother, muchacho, this is Jeppe. He is the king of all stars, brother. Number one receptionist. Number one receptionist, pets holder, cut man, everything. Without him, the gym is not working. I'm also the laundryman. Ja, exactly. Wenn du im Gym schläfst, der weckt dich in der Früh auf. Um 6 Uhr in der Früh hörst du nur, dass du schläfst und dann hörst du nur Der Assassin, der Yusuf aus England, der trainiert auch seit einer Woche hier, ist ein guter Sparringpartner. Brother, you fight against this guy. Now you train together. You kill me, But now you train together. Yeah. How it He gave my comes? first knockdown in a fight. No. But now we're helping each other now. Yeah. Hamza, der Chimaev, der ist hier das Alpha. Er ist für alle hier ein Vorbild, weil er hat 4 Jahre hier im Gym geschlafen und trainiert mit den anderen und auf einmal ist er der Rising Star
Und er ist urleimend, also seine Nase ist gar nicht oben. Der Typ spaziert hier mit uns, fragt immer, ob wir was brauchen zum Essen, Trinken, ob wir was brauchen, soll man es ihm sagen. Er ist so ein lieber Kerl. Zu uns ist er lieb, also aber im Sparring ist er eine harte Sau. Alter. Dann haben wir noch den Selim, das ist ein guter Freund vom Albin Mejidov. Und die haben mich alle hier ursuper empfangen, wirklich. Ich habe mich hier schon am ersten Tag wieder heimgefühlt. Ja. Oye, escuche, epa, eso, oh, epa, epa, Der ist ein Monster einfach. Er malt die Leute. Aber man glaubt gar nicht, er ist eigentlich der urliebe Kerl. Aber wirklich der urliebe Kerl. Ich muss euch dann eine Geschichte dazu erzählen. Also ich bin jetzt im Hotel, bei Machaev im Zimmer. Er hat mich rausgeholt aus dem Sparta Life. Ich muss euch jetzt eine sehr lustige und eine richtig coole Geschichte erzählen. Ja? Und zwar von diesem $100-Schein. Okay? Und so, es geht darum, in der Nacht, wo ich Chimaev kennengelernt habe, wo er aus Las Vegas zurückgekommen ist. Vor allem waren wir alle im Gym, kurz vorm Schlaf gehen, auf einmal sagt er, der Chimaev ist da. Ich so, was, der sollte erst am Montag kommen. Und er hat ja den Bonus abgecasht bei der letzten UFC, bei seinem 17 Sekunden Knockout. Und er kommt, grüßt einmal alle mit so einem fetten Bündel Geld und verteilt dem ganzen Team einfach jeden $100 so. Und auf einmal stehe ich vor ihm, er kennt mich nicht einmal. Er sagt so, hier hast du auch. Ich sage, du kennst mich nicht einmal, Pastor, ich gebe es jedem, hier hast du auch $100. Ich denke mir, wow, urkrasser Kerl. Das erste, wenn ich ihn kenne, gibt mir die Hand und gibt mir $100, Alter. Ja. Diese Seite kennt man gar nicht von ihm. Ja. Alle sehen immer den Urgrößte, der smasht einfach alle und ihm ist wurscht gegen wen und eigentlich hat er ein echt gutes Herz. Er passt voll auf die Jungs auf. Die $100 gebe ich niemals aus. Das ist echt eine geile Erinnerung, oder? Ich bin in 2 Wochen zweimal gestorben. Hier. Es war wirklich schlimm. Es war echt schlimm, Alter, ja. Aber für diese Vorbereitung habe ich genau das gebraucht. Wirklich. Und es war echt eine geile Erfahrung. Und egal wie hart ihr trainiert, glaubt's mir, hier ist es am härtesten. Weißt du, eigentlich lebe ich hier voll meinen Traum. Du bereitest dich in einen internationalen, eines der besten Gyms vor, umgeben von vielen UFC-Fightern, dem Urteam, hast auch Unterstützung von allen Seiten. Und du kämpfst bei Bellator, bei der zweitgrößten Liga auf der Welt. Eigentlich musst dir das so oft bewusst werden, eigentlich, dass du gerade voll diesen Moment deinen Traum lebst. Ja, alle glauben immer, Traum ist Money, Money und ich kaufe mir ein fettes Auto, aber eigentlich ist es das hier. Das Training, Aufstehen, woanders, mit international guten Leuten, mit Superstars. Das ist halt, ich habe einen privaten Kameramann mit dabei. Ich lebe auch meinen Traum, meinen Albtraum.